Bist du Enduro-Biker und hämmerst am liebsten Runde für Runde, genau wie im Bikepark, hast aber keinen Bock auf den Lift oder gar die stickige Luft im Shuttlebus? Dann hat Norco vielleicht genau die richtige Antwort für dich. Denn die Kanadier liefern ein Bike, das einen fetten 900 Wattstunden Akku im Unterrohr hat. Das Side Vault bietet 160 mm Federweg an der Front, 150 mm am Heck und wiegt aber aufgrund des großen Akkus satte 27 Kilogramm. Ob sich das Gewicht im Gelände noch geil fährt und ob das Bike wirklich ein Shuttle-Ersatz ist, haben wir in Finale Ligure herausgefunden. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Ride Better Bikes Test. Die kanadische Firma Norco ist im E-Mountainbike-Bereich noch nicht so bekannt, bietet aber trotzdem ein richtig spannendes Portfolio. Vor allem deshalb, weil es gleich zwei Modelle gibt, die mit fettem 900 Wattstunden Akku daherkommen. So zum Beispiel das Norco Side Vault A1. Die Abkürzung VLT steht für Vault und signalisiert, dass die Kanadier ihrem All-Mountain-Klassiker das Stromkabel angelegt haben. Norco klassifiziert das Side Vault als All-Mountain-Bike, denn oben drüber gibt es auch noch das Range, das nochmals mehr Federweg bietet und dann als Enduro eingestuft wird. Wir haben allerdings herausgefunden, dass auch schon das Side Vault ein richtig potentes Bike ist. Es kommt mit 160 mm Federweg an der Front, 150 am Heck und steht auf großen 29 Zoll Laufrädern. Das Besondere: Norco spendiert seinem All-Mountain-Bike schon richtig griffige Reifen. Das Bike kommt mit Maxxis Assegai-Reifen, die sogar in der Max Grip Gummimischung kommen und mit pannensicherer Double-Down-Karkasse am Vorderrad wie am Hinterrad. Und das gibt richtig Pannensicherheit. Das schlägt sich auch aufs Gewicht nieder, denn der Radsatz des Norcos, also Laufräder, Reifen, Kassette und Scheiben, bringen satte 6.350 Gramm auf die Waage. Das ist richtig viel, selbst für ein E-Bike. Zum Vergleich: Das kürzlich getestete Cube Hybrid Stereo 155 hat einen Radsatz, der 500 Gramm leichter ist. Überhaupt ist der Vergleich zwischen Norco und Cube richtig interessant, denn beides sind Full-Power-E-Bikes, die noch dazu in dieselbe Kategorie fallen, nämlich All-Mountain. Sie bieten beide 160 mm Federweg an der Front, 150 am Heck, stehen auf 29 Zoll Laufrädern und sind richtig potente Abfahrer. Und dennoch: Das Cube ist satte 4,5 Kilogramm leichter als das Norco. Okay, das Cube hat einen 750er Akku und das Norco einen gigantischen 900 Wattstunden Akku. Das sind nochmal 150 Wattstunden mehr Kapazität als beim ohnehin schon großen Akku des Cube. Doch eins ist klar: 150 Wattstunden sind jetzt keine Erklärung für 4,5 Kilogramm mehr Gewicht. Wo kommt das Gewicht also her? Der größte Unterschied liegt im Rahmen selbst. Denn während das Cube einen Vollcarbonrahmen hat, der, wie unser Test gezeigt hat, relativ nachgiebig ist, setzt das Norco auf einen soliden Aluminiumrahmen und noch dazu auf einen mit richtig fetten Rohrquerschnitten und großen Lagerpunkten. Das macht den Rahmen richtig steif. Und das spürt man auch beim Fahren, denn das Norco verhält sich auch im groben Gelände äußerst laufruhig. Blickt man auf die Ausstattung, gibt es für 7.000 € keine ausgefallenen Komponenten, dafür bodenständige Performance. Das Fox-Fahrwerk liefert ab, und das, obwohl die Fox 36 Rhythm-Gabel das Einstiegsmodell im 36er Lineup ist. Auch die gruppenlosen MT520 Vierkolbenbremsen von Shimano bieten mit 200 mm Bremsscheiben richtig viel Leistung und bringen das schwere Side Vault sicher zum Stehen. Auffällig ist der Shimano SLX-Antriebsstrang, denn der schaltet im Vergleich zu SRAM-Antrieben am E-Bike deutlich lauter. Auf dem Weg nach oben ist mir als erstes die Sitzposition des Norco aufgefallen, denn die ist angenehm aufrecht und sehr komfortabel. Und das, obwohl der Norco Side-Rahmen erstaunlich lang ist. 485 mm misst der Reach bei Rahmengröße L. Aufgrund des sehr steilen Sitzwinkels von 77,7 Grad
sitzt man weit vorne im Rad. Man sitzt förmlich über dem Tretlager und bringt dadurch viel Druck aufs Vorderrad. Das hilft im Uphill, damit das Vorderrad sicher auf dem Boden klebt und eben nicht steigt. Den Uphill-Qualitäten des Norco kommt aber noch ein anderer Effekt zugute, den man oft unbeachtet lässt, nämlich die Größe und das Gewicht des Akkus. Der Akku sitzt nämlich im gesamten Unterrohr, also vom Motor bis vorne in den Steuerkopfbereich und bringt dadurch viel Gewicht auf das Vorderrad. Und hier ist das Mehrgewicht eben zuträglich, denn das Gewicht drückt das Vorderrad auf den Boden und sorgt dafür, dass das Vorderrad auch in steilsten Uphills immer sicher Bodenkontakt hält. Dadurch verhält sich das Rad sehr souverän, gerade in technischen Uphills. Versteht mich nicht falsch, dadurch wird das Rad nicht agiler, aber es lässt sich eben sehr gut lenken, denn das Vorderrad behält auch auf losem Untergrund richtig gute Traktion. Wenn es dann aber bergab ging und ich aus dem Sattel gegangen bin, um das Bike im Stehen über den Trail zu manövrieren, ist mir eine andere Sache aufgefallen, nämlich das tiefe Cockpit. Ich hatte das Gefühl, mehr über dem Rad als im Bike zu stehen. Das kommt zum einen aufgrund der Tretlagerabsenkung, die mit nur 25 mm Drop relativ gering ausfällt. Und zum anderen aufgrund des wirklich breiten Lenkers. Die 800 mm waren mir Hühnerbrust, dann aber ehrlich gesagt einfach zu breit. Da müsste ich schon öfters ins Fitnessstudio pumpen gehen, um ein dementsprechend breites Kreuz zu bekommen. Denn mit den breit ausgestellten Armen habe ich mich schwer getan, auf die Lenkerenden ausreichend Druck zu bekommen. Und gerade in steilen Downhills habe ich mich einfach zu weit über dem Cockpit gefühlt, was mich schon etwas verunsichert hat. Aber klar, den Lenker kann man auch einfach ablenken. Denn abgekürzt ist so ein Lenker schneller als dran gelenkt. Ich habe das Bike vor allem als Langholzlaster erlebt, denn das Bike liegt super satt auf dem Trail. Klar, bei 27,5 Kilogramm ist natürlich für Bodenhaftung gesorgt. Aber auch das Fahrwerk bügelt einiges weg und die griffigen Reifen sorgen dafür, dass das Norco Top-Traktion hält. Verspielte Fahrmanöver sind mit dem Sidevault A1 allerdings nicht wirklich drin. Das Bike ist kein Trailräuber, das man flink durch Kurven jagt oder über Absprungkanten drückt. Das Bike liegt einfach satt auf dem Trail und vermittelt dadurch aber viel Sicherheit. Das Gewicht spürt man nicht nur im Handling, sondern auch bei der eigenen Kraft. Denn es braucht schon viel Nachdruck, um das Norco durch enge Kurven zu drücken. Und das ist dann doch relativ erschöpfend, vor allem auf langen Abfahrten. Mit dem fetten 900 Wattstunden Akku ist das Norco Sidevault A1 ein geiler Shuttle-Ersatz. Aber eben nicht für jeden. Wer nach einem flinken Trailräuber sucht, der wird mit dem schweren Norco nicht wirklich glücklich werden. Wer hingegen ein Bike zum Draufhalten sucht, dem wird das Norco ein breites Grinsen ins Gesicht treiben. Denn das Rad fühlt sich nach mehr Federweg an, als es die Zahlen vermuten lassen. Und deshalb nimmt das Rad dem Fahrer eine Menge Arbeit ab. Es fährt sich wie auf Schienen. Und das Schöne, wenn man eben schon auf den Shuttle verzichtet, dann kann man auch gleich ins Gelände gehen und den Weg nach oben schon auf dem Single Trail meistern. Der kraftvolle Motor, die Top-Traktion am Hinterrad und die uphill-freundliche Geometrie ermöglichen es einem bergauf schon jede Menge Spaß zu haben. Und wer bergab dann getreu dem Motto, das Bike wird's schon richten fährt, der wird erleben, dass das Norco eine ganze Menge richtet.